Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Die Schweiz ist in einer heiklen Lage. Sie ist Teil des Westens. Dort hat sie sich nach dem russischen Angriff auf die Ukraine positioniert, etwa mit Sanktionen gegen Russland. Jetzt will der Westen Schweizer Waffen an die Ukraine liefern. Verträgt sich das mit der Neutralität? Neutralität. Hat der Schweizer Weg ausgedient? Die Frage wird den Wahlkampf dieses Jahr prägen. Wir diskutieren sie hier in Bern im Bundeshausstudio der SRG. An der Diskussion nehmen auch zwei Auslandschweizer teil. Grüezi Andreas Juchli in Dänemark und Hans-Peter Walser in Polen. Wir sehen und hören uns später in dieser Sendung, wenn wir sie in der Diskussion dazu nehmen. Let's talk. Hier im Studio begrüße ich Katja Centinetta. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind politische Philosophin, Autorin und Herausgeberin mehrerer Bücher, darunter ein kürzlich geschriebenes über die Schweizer Außenpolitik. Und ich begrüße Sascha Zala. Guten Tag. Buongiorno. Sie sind Historiker, Professor an der Uni Bern und Direktor der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz. Katja Centinetta, es ist die Frage, auch wenn die Schweiz sagt, wir sind nicht gleichgültig, indifferent, so ist sie doch neutral. Aber ist eine Neutralität gegenüber dem russischen Angriffskrieg überhaupt möglich? Ich glaube, die Schweiz befindet sich tatsächlich in einem Dilemma, weil einerseits ist sie UNO-Mitglied, sie bekennt sich zum modernen Völkerrecht. Das moderne Völkerrecht, seit 1924 in Kraft, ächtet den Angriffskrieg. Und Russland hat nichts anderes gemacht als einen Angriffskrieg. Auf der anderen Seite beruft sich die Schweiz als neutrales Land auf die Haager Konvention, die 1907 verabschiedet wurde, also vor dem modernen Völkerrecht. Und eine Konvention, die 1907 verabschiedet wurde, ist in meiner Lesart eine Summe der Erkenntnisse aus dem 19. Jahrhundert und nicht aus dem 20. Jahrhundert. Und in diesem Konflikt steckt die Schweiz. Und genau dieser Konflikt löst die Diskussionen aus, die wir jetzt haben, und macht sie so sehr schwierig. Sascha Zala, warum ist es so schwierig, überhaupt in der Schweiz über die Neutralität zu diskutieren? Vermutlich, weil die Neutralität für die Schweizerinnen und Schweizer ganz viele Dinge in einen Gegenstand komprimiert sind. Erstens ist die Neutralität die Klammer, welche das Land zusammenhält. Nach dem Ersten Weltkrieg war die Schweiz fast auseinandergerissen worden zwischen Deutschschweiz und Frankophon. Und die Neutralität hat quasi auch die Sprachenfrage neutralisiert und das Land zusammengehalten. Und dann gibt es fast eine quasi religiöse Dimension. Die Schweiz hat tatsächlich durch ihre Geschichten, 2 Weltkriege, keine Invasion erlebt. Also die Neutralität hat in diesem Sinne funktioniert. Und das führt hinzu, dass dieses Glauben auch an das Funktionieren der Neutralität in der Schweiz sehr hoch ist. Es erklärt, wieso bis vor dem Krieg Zustimmungsraten von 96–98% gab für die Neutralität. Das ist ja in einer Demokratie fast undenkbar, dass es so viel Konsens bringt. Und wenn etwas so viel Konsens bringt, dann ist es eigentlich nur ein Symptom für eine Sache: das Gegenstand ist nicht definiert und schwammig. Und jetzt muss die Schweiz diesen Gegenstand definieren. Das ist eigentlich die Herausforderung, die sich der Schweiz jetzt stellt. Sie muss ihn definieren, weil wir in einer anderen Welt leben. Und weil wir wirklich in einer Welt leben, in der die Neutralität, so wie ich es vorher gesagt habe, an sich herausgefordert ist. Sie muss sich dieser Situation stellen und sagen, ist sie jetzt neutral gegenüber einem Angriffskrieg? Unterstützt sie ungenügend den Angegriffenen, der sich völkerrechtlich legitim in einem Verteidigungskrieg befindet? Diese Frage muss sie sich stellen, die müssen wir diskutieren. Aber die andere Welt, diese neue Welt, ist ja auch zunehmend polarisiert. Alles drängt zu den Polen. Kann man da überhaupt noch irgendwo in der Mitte bleiben? Man muss ja nicht grundsätzlich jede Polarisierung mitmachen, sondern man muss sich sehr genau überlegen, was dort stattfindet. Aber was wir sehen jetzt, und das deutet sich seit einigen Jahren an, das ist nicht komplett neu, ist, dass sich autokratische Staaten zusammenfinden und eindeutig gegen demokratisch-liberale Staaten sich positionieren. Sie offen bedrohen, sie unterwandern, ihre Liberalität infrage stellen, ihr eigenes System als klare Variante, als Alternative darstellen. Das heißt, die Demokratie, die liberalen Demokratien sind herausgefordert. Und ich glaube, wenn sich ein Land in dieser Welt
als liberal und demokratisch versteht und sich mit diesen Werten auf die Schulter klopft, dann ist das auch die Schweiz. Aber und insofern braucht es eigentlich keine Erklärung dafür, in welches dieser Lager die Schweiz gehört. Dann ist es ein Wertebündnis. Muss das aber auch ein militärisches Bündnis sein oder ein solidarisches Bündnis sein? Also ein militärisches Bündnis ist natürlich, dann wäre es die Frage der NATO und dann ist es die Frage der Sicherheit des Landes. Im Übrigen, und das muss man immer wieder betonen, die Neutralität ist nicht in erster Linie eine außenpolitische Maxime. Sie war in erster Linie immer auch eine sicherheitspolitische Maxime. Und in diesem Sinne muss sich die Schweiz fragen, schützt uns die Neutralität noch? Und da kommt schon die Solidarität ins Spiel. Das heißt, in dem Moment, wo wir den anderen die Solidarität verweigern, können wir nicht unbedingt darauf zählen, dass sie mit uns solidarisch sind, wenn wir in Gefahr sind. Und diese Rechnung müssen wir jetzt machen. Diese Überlegungen müssen wir jetzt machen. Aber wenn Sie mir erlauben, historisch etwas einzubringen, die Schweiz war in diesem Sinne ja nie neutral. Es kommt mir gerade jetzt in den Sinn die flammende Rede von Bundesrat Motta 1934 vor dem Völkerbund gegen die Aufnahme der Sowjetunion in den Völkerbund. Und da hat Motta argumentiert, eben diese gottlose Kommunisten, die haben den Privateigentum abgeschafft, sie haben die Kirchen abgeschafft, die Familie zerstört. Wir wollen nicht, dass in den Völkerbund kommt. Wir wollen nicht, dass sie die liberalen Werte zerstören. Und das war Harakiri außenpolitisch, weil die Schweiz war einer der ganz wenigen Länder, die gegen die Aufnahme der Beziehungen mit der Sowjetunion war. Das ist eine gigantische Hypothek 1945 nach Kriegsende. Die Schweiz hat keine Beziehungen zur Sowjetunion und das hat sie primär aus innenpolitischen Gründen gemacht, wegen des starken Antikommunismus. Also die Wahrnehmung, früher war die Schweiz irgendwie gesinnungsneutral, ist komplett falsch. Nicht zu sprechen von der sogenannten westlichen Neutralität im Zweiten Weltkrieg, wo die Schweiz unter Druck der USA natürlich die Sanktionen gegen Russland mitgetragen hat. Ja, das ist 1951, also nach der Gründung der NATO, als die Amerikaner kommen und sagen, wir wollen nicht, dass ihr Rüstungsgüter exportiert. Die Schweizer beantworten, nein, aber wissen Sie, wir müssen, weil wir neutral sind. Und die Amerikaner sagen, okay, in diesem Fall seid ihr selber Objekt unserer Sanktionen und ihr bekommt unsere Technologie nicht. Und die war zentral, das war die Atomenergie, die friedliche Nutzung der Atomenergie. Und die Schweiz knickt dann ein und wird bis nach den 90er Jahren, nach dem Fall der Mauer, die Sanktionen wirklich pedantisch verfolgen. Jetzt will der Westen, dass die Schweiz Rüstungsgüter zumindest die Erlaubnis gibt, dass man sie weitergeben kann. Schauen wir uns mal an, was die Führungsleute der wichtigsten Parteien dazu sagen. Es gibt diejenigen, die sich etwas hinter der Neutralität verstecken, um weiterhin dreckige Geschäfte mit allen zu machen. Wir von der SP verstehen etwas anderes darunter. Neutralität bedeutet für uns, Anwältin zu sein für das Völkerrecht, für die Menschen, die angegriffen werden, zum Beispiel in der Ukraine. Ich habe den Eindruck, immer weniger wird die Schweiz verstanden, weil wir uns hinter etwas verstecken, das wir nicht müssten, nämlich hinter einer Neutralität, in einer alten Art der Definition und nicht in einer, die der Zeit heute entspricht. Weil wenn man das anschaut, denke ich, könnte die Schweiz gut jetzt zum Beispiel einen Reexport von Rüstungsgütern erlauben, ohne dass das die Neutralität verletzen würde, ohne ein Problem, so dass die Waffen an die Ukraine geliefert werden können. Wir müssen schauen, wie können wir der Ukraine am meisten helfen. Und dort sagen wir, die Grünen, dass eben dank der Neutralität, der militärischen Neutralität, wir einen ganz anderen Status haben, eine andere Rolle einnehmen können in diesem ganzen Konflikt und nicht nur über Waffenweitergaben diskutieren sollten. Die Diskussion, die wir im Parlament führen müssen, ist über Wiederausfuhr. Wenn wir Waffen oder Munition an zum Beispiel an Deutschland oder Dänemark verkauft haben, dürfen diese Länder dann nach ein paar Jahren das benutzen, wie sie wollen. Das sind sichere Demokratien und wir denken in der FDP, sie müssen das machen können. Die Schweiz ist mit dem Neutralitätsbegriff immer relativ locker umgegangen. Sie hat den Neutralitätsbegriff so ausgelegt, wie er der Schweiz im Moment gerade dient. Es ist wichtig, dass das die Schweiz jetzt auch pragmatisch tut, dass beispielsweise ein Weitergaberecht von Waffen eben auch möglich ist im Ukraine-Krieg.
La Svizzera deve avere una neutralità integrale. Ha permesso al nostro Paese di avere stabilità, di avere benessere e di avere sicurezza per 200 anni. Oggi stiamo discutendo di cambiare questo concetto che per me è un grande valore del nostro Paese. Non dobbiamo poter reesportare delle armi sul terreno bellico, perché questo significherebbe non essere più neutrali, non essere più credibili e non poter più far giocare quelle che sono i buoni uffici, la mediazione, in un'ottica di trovare una soluzione e di non essere parte di un conflitto. Katja Centinetta, die Debatte wird heiß geführt, aber kommt sie nicht auch etwas spät? Natürlich kommt sie zu spät, aber ich glaube, das haben gesellschaftliche, politische Diskussionen so an sich. Sie kommen dann, wenn sie wirklich dringlich sind und wenn man eigentlich wirklich vor dem Abgrund oder mit dem Rücken zur Wand steht, dann werden die Diskussionen halt wirklich lanciert. Das liegt in der Natur der Sache. Jetzt verweigert der Bundesrat vor der Hand diese Weitergabe von Munition. Hat er recht? Nein, er hat nicht recht, meines Erachtens. Und die Ironie der Geschichte, um es wirklich vielleicht nicht in aller Brisanz zu sagen, liegt ja darin, dass es darin um den Kriegsexport geht. Es geht um dieses Gesetz, das knapp ein halbes Jahr vor dem Einmarsch der Russen verschärft wurde. Das heißt, hätte man es knapp ein halbes Jahr vorher nicht verschärft, wäre diese Weitergabe möglich gewesen. Und trotz Neutralität, es wäre nicht tangiert gewesen. Man muss sich das einfach mal vorstellen. Und deshalb ist es natürlich richtig, eine Lösung zu finden, um aus dieser Verschärfung des Gesetzes wieder rauszukommen. Und Thierry Burkhardt hat das sehr klar gesagt. Es geht um den Waffenwiederexport und der hat mit der Neutralität nichts zu tun. Sascha Zahler, im Laufe der Geschichte war die Schweizer Neutralität ja immer ein bisschen Knetmasse, form- und dehnbar. Ist der Druck, der jetzt auf die Schweiz ausgeübt wird, historisch gesehen einzigartig? Nein, absolut nicht. Also es gibt auch nicht nur in der Frage der Neutralität, auch zum Beispiel in der Frage von Export von Uhrwerke. In den 50er Jahren kontrolliert die Schweiz 80% des amerikanischen Uhrwerks und die sind von strategischer Bedeutung für die Amerikaner, was sind Timer für Bomben. Und dann wollen die Amerikaner schärfere Zölle einführen. Das geht nicht wegen einem Handelsvertrag von 1936. Die Amerikaner wollen eine sogenannte Ausweichsklausel, eine Escape Clause. Der Bund sagt, nein, das geht nicht, weil das Parlament muss beraten. Die Amerikaner sagen, okay, wir kündigen den Vertrag auf Sonntag und dann Freitag macht der Bundesrat eine Notsitzung und knickt ein. Das ist die Realität. Also der Bundesrat musste abwägen, was quasi die Vorteile dieses Vertrages von 36 waren gegenüber der Frage jetzt der UNR in diesem Kontext. Und das war immer so, das war auch 2 Jahre später mit dem sogenannten Hotzlinder Agreement, wo die Schweiz sich im System der Sanktionskontrollen der NATO vollkommen unterordnet hat. Wenn die internationale Gemeinschaft etwas von einem Staat will, wie die Schweiz, dann hat sie immer die Mittel, das durchzusetzen. Das war mit dem Bankgeheimnis so, mit der Credit Suisse war es so. Ja, es war historisch immer eine Konstante. Ist es eine Frage der Zeit, dass die Schweiz auch hier nachgeben wird? Ich möchte da nicht prophetisch sein, aber ich möchte ganz klar festhalten, es nützt der Schweiz nichts, wenn sie sich selbst als neutral deklariert, solange die anderen Länder diese Neutralität nicht akzeptieren. Und das war historisch so. Es ist ja nicht so, dass die Schweiz diese Neutralität einfach nur selbst gewählt hat, sondern sie wurde ihr in gewissen historischen Momenten auch von außen aufgedrückt. Wiener Kongress war so ein Beispiel, weil es im Interesse der anderen Länder war. Und wenn die anderen Länder irgendwann befinden, eure Neutralität ist absolut nicht mehr in unserem Interesse, im Gegenteil, ihr behindert uns, mit der Ukraine solidarisch zu sein, dann kann die Schweiz nicht sich noch so neutral erklären. Dann bringt das einfach nichts. Vielleicht als Ergänzung, wenn Sie erlauben, die meisten Staaten waren in den meisten Kriegen neutral. Wir haben immer den Eindruck in der Schweiz, wir seien die einzigen Neutralen. Aber die Neutralität ist eigentlich der normale Status der internationalen Beziehungen. Und die Schweiz hat daraus danach eine Staatsdoktrin gemacht und auch eben diese innenpolitische Komponente stark gewichtet. Aber eigentlich nicht an einem Krieg teilzunehmen, ist eine sehr häufige Option in den internationalen Beziehungen. Aber es gibt diese internationale Komponente. Also die Schweiz schlägt auch Profit aus der Neutralität. Und ich meine jetzt nicht mit Handel, sondern mit internationalem Genf, mit diesem Brand, den sie aufgebaut hat. Wie wichtig ist der, Frau Centinetta? Ich glaube, er war zu gewissen Zeiten sehr, sehr wichtig. Er hat
ermöglicht, dass internationale Organisationen sich in Genf niederlassen. Das ist alles gut. Es ist aber erstens nicht so, dass Genf die einzige internationale Stadt ist oder die einzige Stadt, die internationale Organisation beherbergt. Wenn man ans IKRK denkt, ich glaube, das ist wichtig, muss man sagen, die Neutralität des IKRK bezieht sich auf die Neutralität, auf die humanitäre Neutralität, in der es darum geht, Menschen, die zivile Bevölkerung vor den Kriegen zu schützen. Und deshalb muss das IKRK neutral sein, um mit allen Kriegsparteien verhandeln zu können, um diese Schutzräume zu haben. Das heißt aber nicht, dass die Schweiz neutral sein muss. Ganz genau. Das hat mit der politischen Neutralität der Schweiz an sich so nichts zu tun. Das muss man einfach gut auseinanderhalten. Die guten Dienste? Die guten Dienste werden eigentlich maßlos überschätzt. Schon semantisch sind die guten Dienste eine gute Sache. Aber das sozusagen das Narrativ, die Schweiz solle sich aufopfern, als einziges wahrlich Neutrale, damit einer auf Erden Frieden zwischen den Streithähnen bringen kann, ist nicht von dieser Erde. Wir haben Beispiele, zum Beispiel wie Norwegen. Norwegen ist auch sehr aktiv in der Vermittlung bei Kriegskonflikten und ist Mitglied der NATO. Das ist kein Problem. Also wir werden sehen, was Erdogan machen wird oder nicht. Im Moment scheint er gute Dienste zu liefern. Wird aber immer wieder vorgeschoben, auch in dem Fall, wenn Sie sagen, es ist überhöht, um auch Handel zuzulassen oder als Parallelschiene zu einem Handelsverhältnis? Es gibt tatsächlich immer massive Kritik an die Neutralität, denn wenn der Neutrale dann die Position ausnutzt, zum Beispiel um Handel zu betreiben. Und interessanterweise ist das Konzept des Courant normal ein Diskurs, der erfunden wurde, übrigens 1942, als die Kriegswende kam und dann die Alliierten massiv Druck gemacht haben, um zu sagen, wir wollen keine Gewinne aus dem Krieg ziehen, wir sind keine Kriegsgewinnler, wir werden quasi aufrechterhalten, was der Status quo ante war, also die Beziehung vorher. Aber das ist ein Rechtfertigungsdiskurs und das quasi des Courant normal ist ein Rechtfertigungsdiskurs nach außen und die gute Dienste ist ein Rechtfertigungsdiskurs in inner. Also wir müssen uns sozusagen aufopfern, jemand muss und soll diese gute Dienste machen. Und es gibt einen Trade-off natürlich zwischen einer internationalen Gemeinschaft, die funktioniert, zum Beispiel die UNO, und dann die Vermittlung des Einzelnen. Und die Rolle der Schweiz hat im Laufe der Zeit massiv eingebüßt, weil die internationale Gemeinschaft im Grunde immer stärker und besser funktioniert. Ja, und ich glaube, man muss schon auch noch sehen, diese Frage genau des Handels in Kriegszeiten war seit jeher eine Diskussion innerhalb der Neutralität. Also 17. Jahrhundert, Hugo Grotius, der die erste Neutralität formuliert hat, hat eigentlich gesagt, ein Neutraler macht mit keiner Kriegspartei Handel und wenn, dann sicher mit der Guten. Und in diesem Fall wäre das die Angegriffene, das heißt, der sich verteidigen muss. Und ein Neuenburger, de Wattel, hat ein Jahrhundert später darauf geantwortet und gesagt, mit wem kann ein Staat Handel machen? Mit allen. Während des Krieges. Das ist eigentlich die Haltung der Schweiz geworden. Und das ist irgendwie die Haltung der Schweiz geworden. Und deshalb würde ich sogar so pointiert, so weit gehen, sagen, die Neutralität ist nicht nur ein außenpolitisches Instrument und nicht nur primär ein sicherheitspolitisches Instrument, sondern sie wird von einigen sogar als wirtschaftspolitisches Instrument, und da würde ich wirklich sagen, missbraucht. Und ich glaube tatsächlich, dass das heute nicht mehr akzeptiert wird. Schauen Sie auch nicht nur aufgrund der Sanktionen, sondern die vielen Rückzüge von Unternehmen aus Russland nach dem Angriff, nach dem Einmarsch in der Ukraine. Es gibt auch viele Unternehmen, die das nicht mehr wollen, die selber Position beziehen. Und ich glaube, da wird eine Chimäre hochgehalten, da wird versucht, etwas aufrechtzuerhalten, was als solches nicht mehr im Inland, nicht mehr im Ausland, nicht mehr und auch nicht von allen Unternehmen akzeptiert wird. Im Inland Vortrauen schon noch? Nicht von allen. Man muss unterscheiden, auf welche Ebene. Ich glaube, also bei Zustimmungsrate von 96, 98%, welche die Neutralität hatte vor dem Einmarsch der Russen, bedeutet nur eins, dass das Konzept so schwammig ist,
dass man darunter verstehen will, also verstehen kann, was man will. Und ich glaube tatsächlich, dass der Kerngehalt der Neutralität, das, was eigentlich im Haagerrecht von 1907 festgeankert ist, nämlich, dass man keinen Krieg führt, dass das durchaus sehr, sehr weite Konsens weiterhin hat. Und ich glaube nicht, dass das im Moment zur Disposition steht, weil die Schweiz im Gegensatz zu Schweden in eine komfortable geopolitische Lage ist, wo sie gratis Sicherheit erhält von ihren Nachbarn. Aber eben, das ist quasi die militärische. Und in den anderen Fragen habe ich den Eindruck, dass es durchaus viel Raum gibt für Bewegung. Schalten wir nun zu jenen Leuten, die einen guten Außenblick auf die Schweiz haben. Liebe Auslandschweizerinnen, Sie haben die Diskussion bisher verfolgt. Herr Walser, in Polen, Sie haben eine Bemerkung zur Neutralität der Schweiz, einen Kommentar. Also erstens habe ich festgestellt, in dieser Diskussion wurde sehr, sehr viel Wahres gesagt. Im Prinzip kann ich fast allen zustimmen. Und wenn man von außen in die Schweiz guckt, dann ist es einfach so, dass eigentlich in, sagen wir mal, Polen oder Ukraine gesagt wird, die Schweiz, die macht primär aus der Neutralität eine wirtschaftliche Sache. Und die Neutralität wird verwendet als Entschuldigung, dass man eventuell in der Solidarität etwas zurückhaltender sein kann. Und wenn man gewisse Aufwendungen der anderen Staaten in Europa sieht, dann steht natürlich die Schweiz nicht an erster Stelle, sondern von 40 Ländern an Stelle 33. Wenn man die Leistungen der Schweiz von außen betrachtet, im Verhältnis zum BIP, steht die Schweiz mit 0,03% im Vergleich zu 0,16% Österreich, wo Österreich liefert nach meinem Wissen auch keine Waffen. Danke, Herr Walser. Ich gebe Ihren Kommentar mal so weiter. Die Schweiz ist feige und das Mittel dazu ist die Neutralität. Ist es so? Das ist natürlich jetzt eine Werteposition, die etwas polemisch formuliert ist. Die Schweiz hat ja quasi die Hochphase ihrer Neutralität, nicht die Phase, wo sie eben Söldner an alle Kriegsführende geschickt hat. Das war dieser Handel mit allen. Aber sagen wir im Ersten Weltkrieg faute de mieux durchgezogen. Also ich glaube, etwas, das wir immer vergessen, ist wirklich die dramatische Lage im Ersten Weltkrieg, als das Land wirklich fast auseinandergerissen worden ist. Und das hätte durchaus passieren können, auch dann mit den sozialen Umwälzungen. Und da wird die Neutralität wirklich von zentraler Bedeutung. Und es entsteht auch eine sehr starke Propaganda in den 30er Jahren, die geistige Landesverteidigung, die konstitutiv ist dann auch für die Tatsache, dass die Schweiz im Zweiten Weltkrieg viel weniger quasi ideologische und innenpolitische Probleme hat als im Ersten. Deswegen, die Feigheit ist ein starkes Wort. Es hat sicher eine Komponente von Geschäftlichmachen, da bin ich keine Frage. Aber es gibt, glaube ich, ein sehr starkes Moment der Neutralisierung von Konflikten. Und das glaube ich, dass es zentral ist. Ist Herr Juchli noch da? Ja, hallo. Herr Juchli, Sie haben die Diskussion jetzt auch verfolgt. Was hat Sie besonders angesprochen von dem bisher Gesagten? Also ich würde eigentlich auch den Diskutierenden in vielem Recht geben. Für mich ist es aber einfach eine viel zu akademische Diskussion. Das liegt sicher auch an den Teilnehmern. Das ist vielleicht unterhaltend, aber in meiner Realität, ich habe in Russland studiert und ich habe 4 Jahre lang mit Ukrainern Geschäfte gemacht. In meiner Welt sehe ich einfach die Opfer viel, viel näher, glaube ich, als diese Diskussion hier. Also wir kommen nicht nahe an die Opfer. Was ich sehe, sind Raketen, die auf Häuser geschossen werden, wo meine Kollegen arbeiten. Und die Schweiz hat die Munition, hätte diese Munition eigentlich und könnte die Gepard-Munition an die Ukraine weitergeben oder über die Partnerländer wie Deutschland und Dänemark. Aber das wird verhindert. Und das ist für mich einfach, ich kann da nicht zuschauen. Frau Centinetta, wir drehen uns in akademischen Kreisen, während die Ukraine praktisch ihren Überlebenskampf führt. Können wir uns das leisten?
Also natürlich bringt das genau das zum Ausdruck. Ich meine, wir versuchen zu erklären, wir versuchen einzuordnen, wir versuchen die Diskussion in die richtige Bahn zu lenken. Und es geht mir ab und zu auch so, dass ich denke, warum sind wir eigentlich nicht auf der Straße und vor dem Bundeshaus und sagen, jetzt macht endlich mal vorwärts, weil wir können nicht zuschauen, was da passiert. Da bin ich ganz bei Ihnen und ich habe diese Momente auch in den letzten Wochen sehr stark. Und umso mehr ärgert es mich, dass wirklich, ich meine, jetzt dauert dieser Krieg mehr als ein Jahr und das Parlament hat es nicht geschafft, wir haben vorher von diesem einen Gesetz gesprochen, hat es nicht geschafft, diese Verschärfung rückgängig zu machen, aufzulösen, wie auch immer, sondern es dreht sich wirklich hier im Kreis. Und da bin ich ganz bei Ihnen, es geht mir wirklich manchmal auch wirklich sehr ans Herz. Ist es das Parlament oder müsste nicht die Regierung, es gibt ja mittlerweile Beispiele von Notrecht in der Schweiz, müsse nicht die Regierung da auch etwas machen können? Ja, das ist ja das Hauptproblem. Und vorher haben wir gesagt, der Bundesrat macht es falsch. Eigentlich macht es rechtlich richtig. Er hält sich an das Gesetz. Und dann tatsächlich hat jede Verfassung Notrecht. Und wir haben jetzt noch einmal gesehen, wie das zum Beispiel bei Banken sehr leicht oder leichtfertig aktiviert werden kann. Das ist ein wenig das Problem. Für mich... Notabene auf ausländischen Druck. Ja. Nur um das zu sagen. Das ausländische Druck ist zentral und generell jetzt weg einen Moment von der Schweiz. Neutralitätsstrategien funktionieren nur bis eine kritische Masse. Also wenn quasi ein Land nicht zentral ist für einen der Kriegsführenden, dann ist es wie gleich, wenn es neutral ist. Aber ab einer gewissen Maße ist es nicht mehr oder wird es nicht mehr geduldet von den Kriegsführern. Und die Schweiz ist in Bezug auf ihre wirtschaftliche Größe, auf ihre wirtschaftliche Macht weit über diese kritische Masse. Deswegen ist es vollkommen klar, dass als der Bundesrat am 28. Februar letztes Jahres die Sanktionen beschlossen hat, dass es eigentlich gar nicht anders ginge. Einverstanden. Ja, und ich möchte vielleicht auch noch mal, das haben ja beide auf sehr verschiedene Weise zum Ausdruck gebracht. Und die Tatsache ist ja, wir können uns diese akademische Diskussion, wenn Sie das schon so framen, können wir uns leisten, weil wir ja gerade nicht direkt betroffen sind, oder? Und wir können es uns leisten, weil faktisch wir durch die Nachbarn geschützt sind. Und die Frage ist ja, ob diese uns auch tatsächlich in Zukunft schützen, wenn wir ihnen jetzt jegliche Solidarität verweigern. Und diese Frage, glaube ich, haben wir in unserem Land nicht wirklich diskutiert. Das ist ein zentrales Punkt. Wir rechnen einfach damit, dass man ja dann mit uns solidarisch ist. Und ich glaube, da müssen wir uns echt hinterfragen, ob wir da auf die richtige Karte setzen. Wir haben die diplomatischen Dokumente von 1992 publiziert, nach 30 Jahren. Und wir haben ein Dokument des Militärdepartements publiziert, der sagt, 1992, wenn die Schweiz die autonome Selbstverteidigung nicht mehr schafft, selber, dann ist die Neutralität ein sicherheitspolitisches Risiko. Und da hat dann das Außenministerium die Position genommen. Aber wenn das Militärdepartement, wenn die Generäle zum Schluss kommen, dass die Neutralität auch zu einem sicherheitspolitischen Risiko sein werden kann, wieso sagt das niemand dem Volk? Und 30 Jahre später sind wir wieder zu diesem Punkt, oder? Wo sind wir in 30 Jahren? Das ist schwierig zu sagen. Ich hätte jetzt gedacht, Schweden, das in den Akten, die wir im Archiv untersuchen, ja auch ein superneutraler ist. Das sind die zwei Staaten, Schweiz und Schweden, dass Schweden nicht seine Neutralität aufgeben würde. Und jetzt sehen wir, oder Schweden ist dann geostrategisch in einem anderen Ort als die Schweiz, das haben wir gesehen, kann nicht profitieren von einer gratis Sicherheit und hat sich entschieden, anders zu fahren und den NATO-Beitritt erklärt. Ich persönlich glaube, dass die Tatsache, dass die Schweiz und in viele Köpfe oder bei dieser Zustimmungsrate, die ja fast plebiszitär sind, es gibt in der Schweiz eine quasi politische, quasi religiöse Wahrnehmung der Neutralität als einen magischen Schutzschild, das man dann ausbringen kann und dass man ipso facto gerettet ist in einem Weltkrieg. Und dieses Denken hat ja bestens geklappt bei 2 Weltkriegen und das ist wirklich drin. Aber Belgien hat zweimal die Neutralität erklärt und wurde 2-mal überfahren. Frau Centinetto, wo sind wir in 30 Jahren oder in 10 Jahren? Ich würde da gerne die erste neutralitätspolitische Erklärung der Schweiz ins Auge fassen.
18. Jahrhundert, wo die Schweiz, wo die damaligen Verantwortlichen, als die französischen Truppen am Oberrhein standen, schrieben, okay, wenn das da losgeht, verhalten wir uns neutral, haben gleichzeitig die Wehrpflicht eingeführt und sie haben geschrieben, und das möchte ich wirklich laut sagen, sie haben geschrieben, wir entscheiden uns jetzt dafür. Aber dieser Entscheid ist nicht für ewig. Unsere Nachkommen sollen sich jederzeit aufgrund der Situation entscheiden können, ob das immer noch das richtige Konzept ist oder nicht. Das war die erste offizielle Neutralitätserklärung. Mhm. Und so gesehen ist, was man unter Neutralität versteht, immer eine Antwort auf das, was in der Gegenwart versteht. Und ich wünsche mir diese Diskussion sehr für die Schweiz. Danke. Das war's von Let's Talk, unsere Ausgabe zur Neutralität der Schweiz. Katja Centinetta, vielen Dank, dass Sie da waren. Sascha Zahler, auch Ihnen vielen Dank fürs Kommen. Und Ihnen, liebe Auslandschweizer, Andreas Juchli in Dänemark und Hans-Peter Walser in Polen, auch vielen Dank fürs Teilnehmen. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, teilen Sie es Ihren Freunden mit oder Ihren Followern. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Vielen Dank.